Hallo liebe Zuschauer und Blender-Fans. Das hier ist erstmal das finale Video zu meiner kleinen Tutorial-Reihe für gelungene Animationen. Hier soll es darum gehen, wie wir eine Animation planen, gestalten, ja, auch das ist bei genauerer Betrachtung nicht trivial, und rendern. Gegen Ende sage ich auch etwas zu Kamera und Beleuchtung, für mich leider immer noch mit vielen Fragen und wenigen Antworten und Erkenntnissen behaftet. Ich setze voraus, dass ihr eure in Planung befindliche, aber auch schon fertiggestellte und gerade gerenderte Animation nicht 1:1 verwenden wollt oder könnt. Weil die Geschwindigkeit des Movies, welches ja aus den PNG im Sequencer gerendert wird, in den wenigsten Fällen exakt der des Clips entspricht, den ihr eigentlich haben wollt, weil dieser entweder zu schnell oder zu langsam ist. Auch ohne Verwendung in Social Media, wie zum Beispiel in YouTube, möchte man ja gerne entweder eine möglichst realistisch wirkende Animation haben oder eine, die den eigenen Vorstellungen entspricht. Meistens beides. Hierzu muss man wissen, dass 100 Frames ca. 1 bis 2 Sekunden wirklicher Film sind. Das zeige ich am Beispiel von 2 Schritten meiner Lara aus dem Video mit der ersten kleinen Animation. Das hier kommt der tatsächlichen realistischen Geschwindigkeit der Bewegung schon etwas nahe und vermittelt einen Eindruck, mit welchen Zeitvorstellungen gearbeitet werden sollte. Zur Info: Der gesamte Animationsteil aus besagtem Video ist ca. 25 Sekunden kurz, besteht dabei aus sage und schreibe 650 Frames. In den meisten Fällen wird so ein von Blender gerenderter Clip dann von einem adäquaten Videobearbeitungsprogramm modifiziert. Ich nutze dafür Magix Video Pro X17, gehe indes davon aus, dass Mitbewerber, auch Freeware, das auch können, nämlich Filmgeschwindigkeiten manipulieren. Was ich damit sagen will: Es ist immer besser, die Animation so zu gestalten, dass die von Blender letztlich gerenderte Animation eher etwas zu langsam ist. Legen wir im Animationsentwurf solche Abstände zu knapp fest? Ich habe zu Beginn meiner Arbeit mit Animationen ohne Erfahrung mit etwa der Hälfte der Frames gearbeitet. Könnten wir natürlich mit unserem Videoschnittprogramm die Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Aber es kommen deutliche Unschärfen, auch Geruckel des Films dabei heraus, weil bereits die Basisframe-PNG, die Blender gerendert hat, unscharf sind, wie hier zu sehen ist, oder für einen flüssigen Bewegungsablauf einfach zu wenig Material, sprich Frames, beim finalen Rendern vorhanden war. Lediglich in Szenen, wie zum Beispiel Laras Fußtrittbewegung aus erwähntem Video, wo es ja wirklich sehr schnell gehen soll, sind solche Unschärfen nützlich, oft auch gewollt. Keinesfalls sollten wir uns dabei auf den ungerenderten Animationsentwurf verlassen, den man ja mit dem Play-Button der Timeline abspielen kann. Der bildet nie die tatsächliche Geschwindigkeit ab und ist abhängig sowohl von vorhandenen Materialien, Texturen, Objekten, zum Beispiel Haircurves, die bereits ungerendert Einfluss auf die Performance haben, und nicht zuletzt auch von der Leistungsfähigkeit der genutzten Hardware. Man kann das mal testweise machen, also den Bildschirm mit einem Capture Tool aufzeichnen und die Geschwindigkeit mit erwähnter Videosoftware bearbeiten. Auch ein sogenanntes Viewport Rendering ist möglich, aber beides bildet nicht die gewollten Ergebnisse ab, sondern im besten Fall nur ungefähre Vorschauen. Ich habe mir für diese Schrittszenen angewöhnt, signifikante Grundstellungen, also zum Beispiel Schritt beginne, von vornherein an die Stelle der gewollten Frames, also Beginn Schritt rechtes Bein auf Frame 1, Beginn Schritt linkes Bein auf Frame 50 zu platzieren, womit ich eine gewisse Sicherheit für die nötigen Zwischenbewegungen habe. Mal am Rande: Ich war erstaunt, wie schwer es mir gefallen ist, solche Bewegungen, wie wir sie täglich, stündlich diverse Male durchführen, für eine Animation plötzlich exakt abbilden zu müssen. Dabei ist es unerlässlich, sich exakt das genau anzuschauen, wenn man einen möglichst authentischen Bewegungsablauf animieren will. Dass wir uns bereits vorher die vorhandenen, eventuell auch hinzuzufügenden Bones anschauen sollten, ja müssen, habe ich ja schon im Part 1 geäußert. Ich hatte ja schon ein späteres Video zu diesem Thema angekündigt, aber das wird tatsächlich noch etwas dauern.
Denn wie bei fast allen anderen Punkten zu Blender und Animationen überrascht mich auch dieser bei fortschreitender Arbeit immer wieder mit neuen Erkenntnissen, so dass ich ein eigenes Video dazu für angemessen halte. Jetzt etwas zu den Render-Einstellungen, vor allem rechts im Properties-Editor, die Output- und Render-Tabs. Ich zeige hier mal exemplarisch beide benutzten Einstellungen im Output-Tab, die erste für das Animationsrendern der Frames und die zweite für das finale Rendern des Clips aus dem Sequenzer. Ist nicht ohne, wenn man es nicht weiß. Ich habe in beiden Einstellungen die wichtigsten Stellen markiert. Für den ersten Vorgang hat man übrigens die Option, gleich MP4-Clips zu rendern, die beschreibe ich hier aber nicht weiter. Es wird an so gut wie allen Stellen davon abgeraten, weil man im Gegensatz zum PNG-Rendern die Zwischenergebnisse nicht korrigieren kann, wie ich es zum Beispiel im vorigen Part 2 Videos gezeigt habe, und bei einem Fehler oder auch nur Nicht-Gefallen der gesamte Vorgang wiederholt werden muss. Auch im Render-Tab sind einige Einstellungen wichtig, wobei aus meiner Sicht diese Einstellung unter Render am meisten mit der Renderzeit zu tun hat. Übrigens, zu diesem Punkt des Rendering habe ich bei meinen Recherchen alle möglichen Tipps gefunden. Keiner davon hatte wirklich sichtbare Auswirkungen auf die Renderzeit und ausgerechnet das Thema Noise Threshold war nicht dabei. Je kleiner der Wert ist, desto höher ist das Sampling, was zwar höhere Qualität, aber auch deutlich mehr Zeitaufwand bedeutet. Es kann passieren, dass das Rendern eines Frames mit einer mittleren Anzahl von Keyframes, ja, auch die Anzahl der Keyframes hat Einfluss auf die Renderzeit, bei dem von mir genutzten Wert, nämlich 1.0, vielleicht 2 Minuten dauert, bei dem Vorgabewert von Blender, nämlich 0,01, über eine Stunde oder länger in Anspruch nimmt. Hier mal 2 Screenshots dazu. Da gibt es bei der Einstellung des Noise Threshold von 0.01 tatsächlich eine Renderzeit von fast 2,5 Stunden für einen einzigen Frame. Und ich erkenne tatsächlich nur marginale Unterschiede, siehe dieses Beispiel von Frame 8 mit beiden Einstellungen. Es kommt hier natürlich auch dazu, dass die genutzte Hardware nicht die modernste ist. Hier ist eine Nvidia RTX 2060 Super-Grafikkarte am Werkeln und mit weniger sollte man sich besser gar nicht erst an die Arbeit mit Blender machen. Aber losgelöst davon darf man sich fragen, ob es sinnvoll ist, für diesen leichten Unterschied, der deutlich auch nur bei größerer und höher auflösender Anzeigehardware zu erkennen ist, bei normal zeitgemäßer PC-Ausstattung und einem Clip, der ca. eine halbe Minute laufen soll, teilweise tagelanges Rendern in Kauf zu nehmen. Zu diesem Thema habe ich persönlich erstmal alles für mein Projekt Relevante gesagt. Bei Fragen, ich wiederhole es gern, die Kommentarfunktion nutzen. Nun noch ein letztes zu Kamera und Beleuchtung. Für mein aktuelles Projekt, welches ja schon als kleiner Beginn in Form einer kurzen Animation im eben erwähnten Video zu sehen ist, reichen die Blender-Kamera-Einstellungen vollständig aus. Es spielt sich ja alles auf einem eher kleinen Areal ab, wo wir auf Unschärfen oder ähnliches, die auch mit Entfernungen zusammenhängen können, keine Rücksicht nehmen müssen. Was hier zu tun ist, ist natürlich die Platzierung der Kamera. Wir brauchen hier nur eine und der zu verwendende Ausschnitt, der aus der Grundstellung etwas vergrößert werden muss. Dafür benötigen wir links aus der Toolpalette Rotation und Move. Rechts im Outliner muss die Kamera aktiviert werden. Achtung, das passiert hier. Rechts im Viewport muss bei Properties im View-Tab Camera to View aktiviert sein. Außerdem muss in diesem Fall nach Platzierung der Kamera rechts im Properties-Editor der Pose-Modus aktiviert werden. Zunächst platzieren wir die Kamera in der User-Perspektive mit Move und Rotate so, dass diese auf das benutzte Areal einschließlich des Charakters zeigt. Danach wechseln wir im Viewport in die Kameraperspektive und bringen mit gedrückter linker Maustaste für Drehung bzw. gedrückter Shift und linker Maustaste für links-rechts die Kamera in die gewünschte Position. Eventuell nötige Entfernungseinstellungen nehmen wir mit dem Mausrad vor.
Für spätere, etwas opulentere Animationen werde ich mich etwas mehr damit befassen, weil man zum Beispiel auch Kameraverläufe durchaus animieren kann. Zum Beispiel eine Kamerafahrt simulieren und animieren, aber so weit bin ich noch nicht. Eine für mich viel größere Herausforderung ist und bleibt die Beleuchtung. Einige werden vielleicht bemerkt haben, dass im Animationsteil des besagten Videos in der Barszene die Decke fehlt. Der Grund ist, dass für diese Szene aus Blender Kit ein Licht mitgeliefert wird, welches sich außerhalb des Raumes recht weit oben befindet und bei vorhandener Decke ausgerechnet auf das Szenario im Clip keine Wirkung hat. Ich habe auch dafür bestimmt eine Woche lang mit verschiedensten Einstellungen, auch mehreren Lichtern probiert, getestet. Nichts davon hat das geliefert, was ich eigentlich wollte. Nur eben diese eine Lichtquelle hat bei ausgeblendeter Decke genau das erreicht, was mir vorschwebte, nämlich eine in einer Bar realistisch wirkende Beleuchtung. Nicht zu hell, aber auch nicht zu dunkel. Schlussendlich bin ich überhaupt nicht zufrieden damit, dass ich mich immer wieder auf Improvisation einlassen muss, auch wenn das im Blender ja möglich ist. Für vieles davon gibt es innerhalb von Blender bestimmt Tools, Stellen, Funktionen, wie auch immer, mit denen so etwas automatisch und komfortabler umgesetzt werden kann. Wenn man nur wüsste, wie und wo. Okay, das war's vorläufig mit praxisbezogenen und am tatsächlichen Projekt angewendeten Erfahrungen mit Blender ab 4.3. Mit meinen beiden kommenden Projekten befasse ich mich auch wieder mit Animationen. Eine davon soll meine Lara in ihrer gewohnten Umgebung und Bekleidung als abenteuerlustige Archäologin zeigen. Aber dafür muss ich dann doch erneut sorgfältig recherchieren, vor allem natürlich zur Blender-Nutzung. Das Warum habe ich ja nun schon mehrere Male erwähnt. Bis dahin erstmal viel Erfolg bei der Arbeit mit dieser tollen, mächtigen Freeware, die so unglaublich viel kann. Bei Fragen, wie schon anderweitig gesagt, Kommentarfunktion nutzen. Und wie immer wichtig, bleibt alle gesund.